Okay, let me get out of the way of the thing here now. Now, when we left off, we were in Daniel chapter 2. We were talking about Nebuchadnezzar's image. Do you remember? Als wir Schluss gemacht haben, haben wir das letzte Mal bei Daniel 2 und haben über dieses Standbild von Nebukadnezar geredet. Könnt ihr euch daran erinnern? And what we're doing is we're talking about this word called arav in the Hebrew. Und wir haben über dieses Wort Arav im Hebräischen gelehrt. Remember, this is a word that means to mix, to mingle. Und da geht es darum, Dinge zu vermischen, zu vermengen. And I'm giving you some examples. Und ich habe euch Beispiele gegeben. Here's another example in Jeremiah 50, verse 37. In Jeremia 50, Vers 37 gibt es ein weiteres Beispiel. It says, a sword is upon their horses and upon their chariots and upon all the mingled people that are in the midst of her. Okay, das Schwert soll kommen über ihre Pferde und auch über ihre Wagen und über all das vermischte Volk, was in ihrer Mitte ist. Now, from this point forward, we're going to read a lot of scriptures in which something is in the midst of something else. Von jetzt an werden wir viel Schriftstellen lesen, wo etwas sich in der Mitte von etwas anderem befindet. So here it's translated, the mingled people that are in the midst of her. So hier heißt es, das vermischte Volk, das sich in ihrer Mitte befindet. In Proverbs 20, verse 17, In Sprüche 20, Vers 17, it says, the bread of deceit is sweet to a man. da heißt es, das gestohlene Brot oder das Brot des Betruges schmeckt süß einem Manne. That word sweet there is arav. Und dieses Wort süß ist da auch wieder Arav. Because what it really means is two things mixed to create a pleasant taste. So, das bedeutet wirklich, dass zwei Dinge vermischt werden, um einen guten Geschmack hervorzubringen. And when you mix things together just to create a pleasant taste, it's called the bread of deceit. Und wenn du zwei Dinge zusammenmischt, um einen guten Geschmack hervorzubringen, dann heißt es das Brot des Betruges. Now, once again, when you come to America, one of the things you're going to see that's the main part of our food supply is mixing God's food with chemicals and preservatives. Wenn du nach Amerika kommst, wirst du wirklich sehen, dass dieses Mixen viel stattfindet, dass die natürliche Nahrung ganz viel vermischt wird mit chemischen Dingen und anderen Substanzen. Like when you go to McDonald's and they ask you if you want to supersize that fry. Wenn du zum McDonald's gehst und die fragen dich, ob du die riesengroße Mega-Pommes möchtest. McDonald's, for example, takes the French fries and mixes sugar in with it. Und McDonald's nimmt zum Beispiel die Pommes und fügt Zucker hinzu. And you know what that causes people to do? Und wisst ihr, wozu das die Leute bringt? More French fries. Mehr Pommes, mehr Pommes. And we get Und wir werden fett wie eine Kartoffel. okay. I'm telling you, my friends, it's killing us. Ehrlich, das bringt uns um. It's destroying the people slowly over time. Es zerstört die Leute wirklich über einen langen Zeitraum wirklich ganz. But in Hebrew, this is related to this word arav, or to mix. Und im Hebräischen ist das wieder angelehnt an Arav, dieses Mischen oder Vermengen. In Matthew 27:34, Yeshua is hanging on the tree. He's hanging on the cross. In Matthäus 27, Vers 34 hängt Jeschua am Kreuz. And it said they gave him vinegar to drink mixed with gall. Und da heißt es dann, dass die ihm Essig gegeben haben, vermischt mit Galle oder mit Bitterem. Now Yeshua, when he tasted it, would not drink of that. Als Jesus das gerochen oder geschmeckt hat, nahm er nicht davon. You might say he spewed it out of his mouth. Du kannst genauso gut sagen, er hat es ausgespuckt aus seinem Mund, weil er nicht bereit war, das zu trinken. Because it was mingled. Weil es vermischt war, gemixt war. Another example is in Luke 4:40 and 41. Weiteres Beispiel ist in Lukas 4, 40 bis 41. One of the things I want you to be sensitive to when you read your New Testament Das eine, was ich möchte, ist, dass ihr sensibel dafür werdet, wenn ihr in eurem Neuen Testament lest, is why the Holy Spirit tells you what time of day it is all the time. warum der Heilige Geist Wert darauf legt, dass wir wissen, welche Zeit des Tages die ganze Zeit ist. Or he tells you something about the sun going down or things occurring in the west. Oder er sagt dir, ob die Sonne gerade auf- oder untergegangen ist oder ob die Dinge sich im Westen befinden. Remember, it says when the Messiah comes, he will come as lightning out of the east and go to the west. Es heißt, wenn der Messias wiederkommt, dann kommt er wie ein Blitz aus dem Westen in den Osten hinein. Now, why is he lightning coming out of the east to the west? Andersrum, aus dem Osten in den Westen hinein. Warum ist er wie ein Blitz, der aus dem Osten kommt und in den Westen hineingeht? Because the west is a picture of where all the people have wandered to.
Weil der Westen der Ort ist, wohin die Leute, die weggegangen sind, um ihren eigenen Wegen zu folgen, wo sie hingegangen sind. They wandered away from the east, the ancient paths. Sie haben sich entfernt vom Osten, was die althergebrachten Pfade waren. That's why when you read Genesis chapter 11 verse 1, Deswegen, wenn du dann 1. Mose 1, Vers 11 liest, before they built the Tower of Babel, 11, Vers 1, bevor sie den Turm von Babylon gebaut haben, the Hebrew says that they journeyed mikadem, out of the east. da hieß es dann, dass sie weggereist sind aus dem Osten heraus. They journeyed away from the east and went to the west. Sie sind weggezogen vom Osten in den Westen hinein. And then they built a tower. Und dann haben sie ihren hohen Turm gebaut. So Luke 4 says, now when the sun was setting, In Lukas 4 heißt es dann, also als die Sonne untergegangen war, all they that had any sick with diverse diseases brought them unto him. brachten sie alle, die krank waren, mit mancherlei Seuchen oder Plagen. If you do your own personal study of going to the west or the sun is setting, you will see that it's directly associated with sicknesses and diseases and demon possession. Wenn du das studierst mal für dich persönlich, wenn die Sonne untergegangen war oder in den Westen zu ziehen, dann hat es immer damit zu tun, mit Dämonen besessen zu sein, Krankheiten, Plagen oder Gebrechen zu haben. And let me give you another example. In Matthew 8:16, Auch in Matthäus 8,16 haben wir ein Beispiel. and when the even was come, Als der Abend gekommen war, they brought unto him many that were possessed with devils. brachten sie viele Besessene zu ihm, von Dämonen Besessene. Now, why were his people experiencing all these things? Warum haben die Leute solcherlei Erfahrung? Warum Because- gehen die da durch? Because they wandered away from the ways of their father. Weil sie sich abgewandt haben von den Wegen ihres Vaters. And then all of a sudden, when you get in the New Testament, there's demons everywhere. Und wenn du dann ins Neue Testament kommst, sind überall Dämonen. It's a picture over time of how God's people have been scattered and mixed with the other nations. Das ist ein Bild davon, wie über die Zeit, über einen langen Zeitraum, das Volk Gottes vermixt wurde mit den Völkern der Welt. And by the time you get to the New Testament, we've got all these demon-possessed things going on. Und wenn du dann in der Zeit des Neuen Testamentes ankommst, haben wir überall viele Leute, die mit Dämonen besessen sind. Because they wandered farther and farther away from their Creator. Weil sie sich immer weiter und weiter entfernt haben von ihrem Schöpfer. In Exodus 8, verse 21, 2. Mose 8, Vers 21 it's described as one of the plagues upon Egypt. Swarms of flies is arav. wird wieder eine der Plagen von Ägypten dargestellt, Schwärme von Fliegen. Das Okay. ist auch wieder das Wort Araf. This is a rabbinic commentary. Das ist ein Kommentar von einem Rabbi. Remember, I only quote the rabbis when they agree with me. Und ich zitiere die Rabbis wirklich nur, wenn die mit mir völlig übereinstimmen. It goes like this. The idea is this. Die Idee ist die folgende. From Abraham came Ishmael, and from Isaac Esau. Von Abraham kam Ismael und von Isaak Esau. So from the literal loins of Abraham came also Ishmael. Also von den wirklichen Lenden Abrahams kam Ismael hervor. And from the literal loins of Isaac came Esau. Und von den Lenden Isaaks kam Esau hervor. And the commentators say these are like the chaff and the straw to the wheat. Und der Kommentator sagt dann, die sind wie Spreu oder Stroh oder Heu vom Weizen. The chaff and the straw to the wheat. Wie das Spreu oder Stroh für den Weizen sind. And so Esau asked his father, how do you tithe straw? Und dann sagt Esau zu seinem Vater, wie gibt man den Zehnten von Stroh? It's kind of a joke. Esau This is- realizes he's just been called worthless straw. Das ist ein Witz. So Esau begreift gerade, er wird unnützes Stroh genannt. And when you brought the offerings, you brought the fruit of the ground. Und wenn man den Zehnten gebracht hat, hat man die Früchte des Bodens gebracht, die Früchte der Erde. Not the worthless straw of the field. Und nicht das wertlose Stroh vom Feld. So he goes on and says, and Ben David will not come. Und dann heißt es, der Sohn Davids wird nicht kommen. Who is Ben David? Wer ist Ben David? In the teaching of the ancient sages, there were two messiahs to come. In den Lehren der alten Rabbiner gab es zwei
Messias, die auftauchen Now, sollten. why did they teach this? Wieso haben sie das gelehrt? Because they read the Old Testament just like we do. Weil sie das Alte Testament genauso gelesen haben, wie wir das machen. And they read many passages in which the Messiah is going to come and be a conquering king and gather the nations back into the land. Und sie haben gelesen, dass der Messias ein überwältigender König sein wird, der das Land wieder einnimmt und wiederherstellt die Dinge. And they read other passages like Isaiah 53, Und dann haben sie andere Passagen wie in Jesaja 53 gelesen, which presented the Messiah as a suffering